Wir wollen jetzt abheben, ne? Achso, ich sitze ja noch gar nicht. Abheben. Völlig losgelöst von den Erdach. Jetzt gucken wir nochmal. Er würde... Ja, der Bogen ist doch ein anderer. Ist egal. We're locking into orbit now. So, wo wollen wir hin? Das ist unsere nächste Quest. Na oben, da. Cheyenne. Let's go! Oh, ich glaube, wir skillen zukünftig mal ein bisschen was für Schiff und für die Forschung. Restart connected. That's all we need. You're cleared for landing at Aquila City. Okay. Ach so. Ah, ja, jetzt weiß ich, wo welche Dings hier wir sind. Landeziel. Let's go. Ja, wir machen danach mal ein bisschen Forschung, was das Level angeht. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Kommen wir da auch mal ein bisschen weiter, was unser Schiff angeht. Mal ein bisschen mehr Power für die Schiffe. Schon geil. Andere Antriebe, stärkere. New Atlantis, eh? Nein, aber so ähnlich. Ich finde, das hat ein bisschen was von Megaton. Hallo. Bürgerin. Raumbewegung. Welcome to Aquila City, I guess. Hallo. Muss er doch aufgeben und dann etwas turbulent alles. Habt noch einen schönen Restabend. Dankeschön, Yvonne und Dirk. Danke, dass ihr da wart und habt auch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und Tobran geht auch schlafen. Alles klar. Gute Nacht. Okay, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. So you want to come here for a half day? Full day? I don't think all the students will fit in all at once. I'll have to put them in groups. Ja. Die Stadt ist ganz schön groß, ey. Yippie! Boah, ist das eine Gravitation hier. Uiuiui. Could I get a digital copy of the things I buy here? No. What? Why not? I sell books, physical books. Space is a premium on my ship. If I could download it to my slate, I could have a whole library. There are places you can go for that, ma'am. Just not my shop. Good day. Wait, can't we? We're done here. That's Feel no free way to to run a read. business. This is a What haven happened for to all the that customer love is letters. always right? Why are people so damn touchy about digital books? Ich frage mich gerade, was mit ihr los ist. Alter Schwede, wir sind hier übrigens falsch. Aber wir reden aber trotzdem mal mit ihr. So many books to read and so little time. Sondern irgendwelchen bestimmten Büchern. I am a bit of an aficionado of old Earth novels. Well, truth be told, it's more of an obsession. Reading their stories is a revelation, not only for, the pure imagination, but the window you get into long-gone historical eras. I'll pay handsomely for any books you find like that. Except Charles Dickens. Definitely not Charles Dickens. Okay. Was hat sie denn gegen Charles Dickens? Elanine, Dankeschön für 50 Bits. Was stimmt nicht mit Charles Dickens? Gute Frage. Oh, nothing wrong at all. When colonists were forced to leave Earth for good, cargo space was precious, and for some reason everyone thought to bring their Charles Dickens collection.
No, I mean, he was an amazing writer. His stories are timeless. But what I'd give for a copy of Sense and Sensibility, or The Three Musketeers. Oh, the original Three Musketeers, mind you, not the dozens of interpretations of it. Okay, empfinde ich bei einem guten Buch ganz genauso. Hier versetzen wir uns mal in die Lage. Gerne findest du was bei dir und Ruby einzeln schicken. Bei dir und Ruby kann man einzeln Bit schicken. Achso, okay. Geht das auch? Weiß ich gar nicht. Geht das auch anders? Versetzen wir uns mal in ihre Lage. Oder für euch. Wie ist das eigentlich? Habt ihr lieber, also es gibt ja mittlerweile diese Amazon-Dinger, wie heißen die denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Gott, wie heißt dieses Gerät noch von Amazon, dieses Tablet? Naja, ihr wisst, was ich meine. Wo man Bücher drauf lesen kann. Ja, aber Leon nur ab 100 Bits leider. Ja gut, aber dann ist das wahrscheinlich eingestellt, ne? Denke ich mal. Genau, und dann gibt's ja... Was habt ihr lieber? Habt ihr so ein Tablet in der Hand oder lieber ein richtiges Buch? Also ich finde eigentlich, so ein richtiges Buch ist schon was Geiles. Hab aber 100 Euro bei Paysafe gewonnen. Die kommen aber erst in ein paar Wochen. Glückwunsch, würde ich sagen. Alter, krass, 100 Euro bei Paysafe. Krass. Also ich finde so ein Buch finde ich schon geiler. Who doesn't? Ein richtiges Buch bevorzuge ich, ja. Du stehst wirklich auf Bücher, wa? Glad to know I'm not the only one who gets lost in thought. Kaufe ich sie dir. Ja, machen wir. Oh. I'm afraid there's nothing you have that I don't already have. Sorry. Danke, haha, musst du noch warten. Ich sage immer, gebt euer Geld nicht für mich aus. Führst du diesen Laden allein? Gute Frage. Yes. I had a husband, but he's no longer with us. We loved to travel, and always we'd be looking for rare books. Most of what you see here are mementos. It's sometimes hard to sell, but books are not meant to be hoarded. They're meant to be shared and spark something in us. Stehst du wirklich auf Bücher, was? Movies, slates, theater, all have their appeal. But books, you can get a window to mankind in its earliest days. Whether adventure with Homer, or the actual thoughts of Julius Caesar penned in his own hands. And they offer visions of the future and wonderfully impossible things and might-have-beens. So, yeah, I do like books. Haben ja auch was, ne? Ich will jetzt nicht, was du machen würde. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Oh, I'm sorry. Ja, gut, Happily. ey. Ja doch, sagt sie. Harry aus dem Kosmos. Oliver Twist. Okay, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber alles klar. Oh, Ion Sinclair, Buchidee. Schreibe über das, was du kennst. Wie wäre es mit einer Buchhändlerin, die, bewaffnet mit ihrer Kenntnis alter Literaturwerke, eine Serie von Verbrechen löst? Wie Sherlock Holmes, nur eben literarisch. Vielleicht mit einem neuen Anstrich, mit einem ehemaligen Rivalen, jetzt Partner in der Aquila City Security. Ich muss mir nur Enden ausdenken. Wenn man das Ende eines Krimis perfekt hinkriegt, ist der Rest kein Problem mehr. Rosebud aus Citizen Kane. Wer ist wo in das verlorene Paradies? Da draußen kursiert so viel von Dickens. Ich könnte vielleicht an eines von seinen Büchern anknüpfen. Echt? Vielleicht. Alter, die ballert ja richtig Kaffee hier. Hast du Durst? Vielleicht so ein bisschen. Oh, ein paar Bücher hat sie, ne? Forschungslabor. My husband. I think he would have liked what I've done here. He so loved books. Hallo. Ich dachte, wir müssten tatsächlich hier rein, aber wir müssen ja noch weiterlaufen. Ja, was haben wir denn hier alles für Läden, sag mal?
Ich finde es auch schade, dass wir in einer Zeit leben, wo bei den meisten nur noch viel Elektronik schätzen, große Gesellschaftsspiele spielen, miteinander reden, Buch lesen, untergehen. Ja, das ist die Technik, das ist halt Entwicklung, ne? Also das ist ja tatsächlich so. Die werden wir auf Dauer auch nicht aufhalten können. Amira Wolf. But it still doesn't feel like enough. Hallo. Got a moment to hear about the Low House? It mean a lot to me and to others. Na klar, komm. Ich habe immer Zeit. Lass mich raten, du brauchst Geld. Komm, reden wir. Good to know there's still some folks who can take an interest in the welfare of others. Was ist mit ihren The Low Augen? House is a place where folks down on their luck can get a hot meal and a bed to sleep in. More importantly, they can do it with some dignity. No need to beg or steal. Everything's given with no questions asked and no favors owed. I run the place. Have for years. But to do it, I have to rely on the kindness of others. Was ist dabei für dich drin? Leute kosten Unterkunft und Essen zu geben, macht sie faul. Ich habe nichts dagegen, anderen zu helfen, aber Leute müssen auf sich selbst aufpassen. Trying to, anyway. Look, I'll be honest with you. We get a little help from some other wealthier folks in the city, but it's barely enough. It takes credits to provide for those in need, and I'm hoping you'll be willing to contribute. If you can spare a few credits, it'll do a lot of good. 100 Credits. Ah, das ist ja nicht viel Schmutz, dann helfe ich nicht. Oh, Alter. Eine Unterkunft und Essen braucht, soll sich Arbeit suchen. Mir leid, aber ich bin im momentan knapp bei Kasse. Na komm. Thank you. I don't know if you believe in karma, but I do. Oh, das ist doch schön. I think you just earned yourself some. Ich habe Karma bekommen. Das ist doch schön. Ja. Sincerely, thank you for your donation. I'll make sure it is put to good Aber use. wie läuft es denn hier? The weather has been good, so things are good. Ah, if you don't have a home when it gets cold or rainy, that's when it gets rough. Ihr sagt Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. If you're serious, I'm drowning in work. Da haben wir es. Philbon Agricultural Systems feeds basically everyone in the stretch. Bless the Philbon brothers. But their latest IntelliWheat shipment is late. I'm not worried yet, but getting there. Could you ask Sarah Philbon what the holdup is? Very politely? Das klingt wichtig. Ich werde mit ihr sprechen. Hoffentlich stellen sie die Hilfe nicht ein. Not a chance. If there's anything you can do to speed up the wheat delivery, please do it. I'll have more work for you when you get back. Das habe ich erwartet. Okay, Miss Philburn. Boah, ey, das ist ja hier echt wie ein Mos Eisley hier. Das ist ja alles verwinkelt und... Hey, I heard you had Dunlop's disease. Huh? What? No, I don't have Dunlop's disease. What is that? Your belly done lop over your belt. Asshole. Go Look ahead, at you. laugh at me too. Looks like Apparently Dunlop's that's all I'm disease good is for. contagious. Ja, die sind aber sehr witzig, die beiden. Ja. Das Konsulat. Alter, du springst hier runter. Und wirst direkt wieder runtergezogen. Alter Schwede. Hörer. Mhm. I don't think you had to be there. Their story just doesn't make sense. Oh, und das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Agricola Systems. Ah, das ist hier dann. Okay. Der steht da komisch, der will was. Tom Starrett. Mit dem reden wir gleich mal. Der gute Tom. Moin, A good Sarah. business person shouldn't let their personal attachments become an obstacle to success. If you're here for Weston, he's underfoot somewhere.
either here or at the factory. But please, if it's about that brewing nonsense, kindly leave. They don't need any more encouragement. Okay, zwischen dir und deinem Mann alles in Ordnung. Bierbrauen ist nicht unsinnig. Da muss man sich nur an eine beliebige Bar ansehen. Sonderbare Art, jemanden zu begrüßen. Oh, sorry. My nerves are frayed. So many people coming and going for the company. Weston, that's my husband. Well, he's never been what I'd call a dreamer or a visionary. He's a practical man, good with ledgers and numbers. His brother Henry's the creative one, but he seems to have lost interest in growing the company, and now all he wants to do is brew beer. Filburn agricultural systems could provide the whole of the settled systems with food, not just Aquila City. Seems those two are content to think small. Jeder hat ein Recht, über sein eigenes Leben zu entscheiden. Ich verstehe, was du meinst. Wir können Leben retten. Klingt nach einem ziemlichen Dilemma. I mean, you're right, of course. But with a little more hard work, so much good can be done. Well, you didn't come here to hear me natter on. Anything else? Mhm. Muss noch einen Weg geben, die Sache mit Filburn Agricola System zu lösen. Das Problem mit dem Familiengeschäft? Well, no, not as such. I mean, the business is doing just fine, but it could be doing even better. Those knuckleheads have so much God-given talent, and I just wish they used it better. Warum übernimmst du nicht selbst im Geschäft eine Rolle? And try to come between Weston and his brother? They'd never allow it. Oh, I've tried to drop hints and make suggestions, but it all falls on deaf ears. I don't mean to sound ungrateful, of course. The company's healthy, and Weston and I live well enough. I'd like to help, you know? I'd like to be a part of things instead of feeling like I'm playing second fiddle. I suppose I should just accept my lot and try to find peace with it. Ja, warum nicht? Muss auch einen Weg geben, diese Sache mit Filburn Agricultural System zu. Was für ein Name? Well, there is. Ah, okay, jetzt kommt's. The stakes are huge. With further R&D on IntelliWheat, the entire settled systems could benefit. Surely that's worth some less than savory solutions. Okay. Da könnte IntelliWheat wirklich eine so große Bedeutung erlangen. Right now, it's tailored to Aquila's biomes, allowing wheat to flourish in places it normally couldn't. But if Henry applied himself, who knows where else we could grow IntelliWheat? He may be frustrating, but Henry's the smartest person I've ever met. Just don't tell him that. Okay. Vielleicht interessiert, kommt drauf an, worüber du redest. Ja. That's reasonable. Henry's pet project is tied to market perception. His beer, annoyingly, is really good. But if we could make a bad batch, terrible, really, his margins are tight enough he might be forced to throw in the towel. Ruiniere ich die Charge? Henry bores everyone to tears about how crafting beer is so much more art than science. It's delicate. Surely it wouldn't be too hard to mess it up, right? Ich mich mit all dem nicht aus. It should be easy. The next big batch of beer is almost done brewing in our factory. You just need to find a way to break in without getting caught by the guard and tamper with it somehow. Then just wait a day or so and see how the batch goes over at the Stone Root Inn. Do that, and I'll pay you handsomely. That's the last I'll talk of this. Okay. It's true. My husband runs one of the most successful businesses in the Freestar Collective. But I still think we can do better. Ich komme von Amira Wolf vom Unterhaus. Ich habe da mal eine Frage. I know, we're late. Ja, seid ihr. It's been this whole frustrating episode. Short version, the farming equipment outside the walls needs to be manually rebooted. But the guards aren't going to be able to send people to fix it for days. We're committed to helping the unfortunates on the stretch, but the Ashta are just too dangerous for us to send someone. Wie lautet die lange Version der Geschichte? The full story would take ages.
Henry is supposed to be on top of production issues. Hat er aber nicht, okay? But his precious latest batch of beer is at a critical point. Whatever the hell that means. And Aldwin Wright's robots should have been overhauled a month ago. But he's just one man, and all of Aquila needs him pretty much all the time. So, whether we're supposed to or not, Weston and I are handling it. Okay, warum sind die Ashtar ein Problem? You must be new to Aquila City. Outside the city walls are dangerous predators. They've been the bane of colonists from day one. Only well-armed and well-trained people walk outside. Otherwise, they become just the latest statistic. Okay, Amira wird mir schwer was schulden. Sag mir, was ich tue. Lieferung ist dringend. You would do that? Hat die gerade gegähnt? If you get it rebooted, I'll get the harvest going ASAP. We can get the wheat to Amira quick. I'll talk with my husband, but I'm sure we could arrange payment. You'd be helping our business too, after all. Just be careful. Ashta are very dangerous. Kein Problem. Machen wir fertig. So. Was soll's. Dann machen wir die Ashtar mal fertig. Have a moment. Du hast gar nichts für mich. Nix. Du lügst. Du bist ein wirklich schlechter Mensch. Du erzählst immer, du hättest irgendwas, aber du hast gar nichts. We can't do this alone, Annie. I don't know. He helped with the bank robbery. I'm sure he'll help us. Stranger! Stranger! Come here! Nee, keine Zeit, ich muss Ashtar töten. Was ist das Should we hier? warn him about the Ashta? We Ah. got a big old sign. Danger. Das ist mir egal, was da steht. Hier noch ein besseres Gewehr. Nee. Hatte ich nicht mal einen Sniper oder so? Habt ihr noch irgendwas rum? You blew it. Let's do this. Ih, das spuckt mich an. Das spuckt mich ja an. Ih. Hier ist ein Roboter, der ist kaputt. Noch einer. Wir müssen aufpassen, nicht dass hier... Gehen wir mal einen Neustart. Starware. Filburn. Agrikultural.
Eine Roboterfahrer. Missionsverlauf. Fast schon eine neue Version. Jede Menge Spezialverhalten für Henrys neue Feldtests. Für gewünschte Nitrat ergänzt. Sorten Testsaatgut ergänzt für Henrys Spezialprojekt. Okay. Also, das war nur die eine? Was ist er? Ich hoffe, der ist nicht böse. Nee, ist er nicht. Warning. Extreme danger posed by Ashta. Okay, wo denn? Ich habe hier ein paar umgebracht, aber ist okay. Wenn es sollte das... Was? Wenn es sollte das heißen? Was meinst du, Melanie? Outside is really dangerous. Alles klar, You see danke. a danger sign in Akita City? Die hat die Let Tür them aufgemacht, know nicht ich. we mean it. So, ihr solltet die Tür wieder schließen, ne? Nur mal so. Glaub ich. Ich auch nicht. Everyone deserves a second chance. Just not him. Yes. Hey, hallo. You can find it. So, wenn es morgens so dunkel ist, mag man gar nicht aufstehen. Nee, das stimmt auch. You're not some UC drone. Braucht man viel lieber liegen bleiben, was ich Ihnen geschrieben habe. Wenn es morgens so dunkel ist, mag man gar nicht aufstehen. Nee, ich habe das gerade gar nicht gesehen, dass da schon was geschrieben wurde. Ich war gerade so vertieft in dem Spiel hier. Hat man manchmal. Ja, aber kann ich mich nur anschließen. Ich finde, im Winter ist, also ich finde, ich habe so ein Gefühl von Depression manchmal im Winter. Das ist so, weiß ich, weil es immer so dunkel ist irgendwie und so trüb, finde ich, irgendwie ist das immer so, oh nee, kein Bock aufzustehen und auf gar nichts Bock irgendwie, weil man überhaupt nicht motiviert ist. Miss King. Aber ich muss jetzt erstmal mit ihr sprechen. Mal gucken, ob sie so auch mit mir spricht. Nee. Dreh dich um. Falsche Taste. If we don't get that, the emergency fund's empty. So please, hurry. Ich habe mich um die IntelliWeed-Lieferung gekümmert. That is good news. What was the holdup anyway? Ich bin ein paar Asche entgegengetreten, um die wertvolle Roboter zu fixen. Du schuldest mir was. Was wichtig ist, Sarah Filburn will weiterhin helfen. Working with the Low House, I see how bad people got it. We have trouble looking after our own. Wir sind offen. Oh, that makes sense. Yeah. Aren't they outside the walls? Wait. You went outside the walls, didn't you? Please, don't risk yourself like that. If anyone got hurt working for the Low House... Ich nicht. I hate to ask it, but this next errand should be safe. Ein Thema mache ich. Everything runs on charity. And our benefactors, though kind, I think sometimes, well, get sick of seeing me. Will sie jetzt, dass ich sie nerve, oder was? May ease up the purse strings, or at least save me some errands. Ich kann mir selbst vorstellen, es leid zu sein, dir zu helfen. Oh, das ist fies. Es klingt, als sollte man nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ah. So, the mayor, Elias Cartwright, has always been generous to us, but it's been a while since he's donated. Raisha Lands is a huge benefactor. Laredo Firearms has been vital for us. Both of those are routine. More polite reminders, really. The last is a long shot, probably futile. But the Trade Authority is incredibly wealthy, and they have never ever donated to us. If you could convince Duncan Lynch to give us anything, heck, a single credit even, I'd consider it a victory. Okay,
Das stimmt, am liebsten drinnen bleiben, einkaufen, YouTube schauen oder lesen oder so, bloß nicht raus. Menschen sind auch beim Einkaufen so aggressiv. Ey, das ist so schlimm geworden, ne? Mit dem Einkaufen. Die Leute, die rücken einen nur auf die Pelle, drängeln, das ist ekelhaft. Dann versuchen ein bisschen mehr Spenden aus ihnen rauszukitzeln. Only if you can do so without ruffling feathers. We need Cartwright in Lance. But if you can, that would be enormously helpful. Once you're done with that, come back to me. Okay. If you ever are down on your luck, Dann holen wir mal ein paar Spenden. Dann quatschen wir mal mit ein paar Leuten hier, wa? Der erste scheint ja da oben zu sein. Ich sollte mal wieder anfangen, ein bisschen hier rumzulooten, um ein bisschen Material zu bekommen. Ein paar Credits zu kriegen. Ah, ja, Let's be ja. certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. Was? Hallo? So viele Leute, die hier rumstehen, ne? Das ist so krass. Ah, komm mal an hier. Hallo. Cartwright anwesend. The finest folk in the settled systems make their home right here. Hello, Mr. Good to meet you, Cartwright. friend. Name's Elias Cartwright. Cartwright. I'm the mayor of Aquila City. Now, I've got a memory for faces, and I can't say I've seen yours around here before. I make it a point to introduce myself to everyone who passes through our fine city. As the founder himself once said, there's no substitute for a warm welcome and a friendly smile. Richtig. Weiß ich zu schätzen. Dankeschön. You're more than welcome. Hey. As I'm sure you know, us folk in the Free Star Collective put great stock in human kindness and generosity of spirit. I like to think that's what sets us apart from our neighbors in the United Colonies. We don't rely on machines or bureaucracy. We rely on each other. I won't pry about what brought you here. That's all of your business and none of mine. However, I'd be more than happy to give you the scoop about the core and Midtown. Klar, hau raus. Was ist Midtown? Midtown's where most of the business and trading gets done. It's not as old as the core, because it was built later as the city grew. As the name might suggest, Wallside's the district that runs along the inside of the Great Wall that surrounds the city. Great Wall. It's mostly farmers and other laborers that live down there. They ain't got quite as much space, but it's cheaper, so it all works out. Okay, das ist eigentlich das höchste Gebäude im Zentrum der Stadt. Ah, you must be referring to The Rock. It's home to the largest and oldest cantina in town. That's also where the Council of Governors holds its occasional strategy meetings. As mayor of the city, I have a seat on the council. The Free Star Rangers are headquartered in the upper floors. They've got the best view of the city. I like to think that means they're always keeping an eye on the rest of us. I have to say, I sleep a little easier knowing the Marshal and his Rangers are up there protecting the Free Star Collective. Warum braucht die Stadt eine Mauer? Gute Frage. You Immer eine really gute are Frage. new around here, aren't you? Aquila's every bit as dangerous as it is beautiful. There are creatures out there that pose a mortal danger to anyone caught out in the open. Foremost among them is the Ashtar. They're quick, strong, clever, and damn good hunters. I'd tell you more, but you might not sleep so good. Thankfully, the wall keeps them out. Long as you stay on the right side of it, you've got nothing to worry about. Mir passiert auch so nichts, aber danke. So, wo kriege ich hier den Drink? You've got a few choices there. The cantina in the Rock is famed throughout the settled systems for serving the best brew that credits can buy. The hitching post ain't been open long, but most folks seem to like it. If you're looking for a quick drink before moving on, give it a try. Aggie's is a bit of an acquired taste, you might say. Folks who prefer a venue that's a little more rough and tumble tend to feel at home there. Like I said, lots of options. Okay, kannst du mir vom Kern erzählen? The core is the oldest district and represents the original settlement dating back to the days of Solomon Coe. The descendants of the original settlers still make their home there today. Okay,
Erzähl mir mehr über Frank Langston und dein Problem. Frank's just the latest owner of the old Hassanov Manor, and he's the worst, simply the worst. But it's been a problem since the Hassanov family ran out of heirs. There's an old wrong the Cartwrights have been trying to right for decades. And hence, well, I need help. Okay. Was ist das Problem? He's just another slick, rude, neon corporate hack, full of himself and just awful. I mean, the core is history itself. Cads like him don't belong here. Ich freue mich immer, Dinge in Ordnung bringen zu können. I was right to talk to you about this. The last Hassanov was Sahar. Sad tale there. By all accounts, when she lost her last grandchild around 40 years ago, well, it broke her. She packed up and just plain left the estate. Built some farm far from Aquila City and the protection of its walls. It didn't take long before the Ashta overran the farm, and just like that, no more Hassanovs. Kannst du mir was über die Hassanovs erzählen? The Hassanovs were one of the early families that took to making a living in space. Very industrious, mainly miners. They settled planetside in the earliest days of Aquila City. They helped good old Solomon Co. a time or two, but they didn't fare well living in full gravity after a couple of generations in zero-G. Lots of health issues. Eventually, a string of just terrible luck left only lonely old Sahar Hassanov. Poor lady. And those that were healthy kept leaving Aquila. The call of the stars. Dieser Arschtag klingt übel. Deadly as die sin. spucken komisches Zeug, finde ich. My granddad warned her over and over it wasn't safe. So I need someone to go to the old Sahar farm, brave the Ashta, and see if she left a will. I swear I'll honor her wishes. Aquila owes her family that much. And if it happens to kick Mr. Big Shot out of the core, well, that'll be a bonus. Ja, was soll ein Testament ändern? Sahar left no heirs, no Erbefrage, ne? instructions. So everything the Hassanovs owned was in limbo. What happened to the estate? Well, you'd have to be a lawyer to make heads or tails of it. But eventually it wound up on the open market, so slick neon corporate shills could grace our community. If she named any heir, we could get the estate back where it belongs. See things made right. Ich helfe gern, Mr. Cartwright. You are a blessing. Hier. Sahar's farm is elsewhere on the planet. If you can't handle Ashta, please just don't go. I don't want this whole sordid story to have more tragedy. Be careful. And look out for yourself. Sollten wir das machen? Ja, ich glaube, wir sollten das machen. Das sollten wir machen. Vielleicht haben wir damit eine bessere Chance, irgendwie an seine Spende zu kommen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Na komm. Wir kriegen die Ashta schon platt. Not sure if those Baroon zealots live in space. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Da hinten ganz. Wir reisen einfach mal direkt so hin. Station kannst du von einfacher Verpflegung bis hin zu Oh, it's nice to finally be off our ship. Na super. There are no more enemies remaining. Ui. You picked the wrong fight. Warum greifen sie die an? Hä, wie dumm.
Wieso hat sie die Viecher angegriffen? Ich verstehe das nicht. You've got nothing. Du hast keine Chance, du Arschstar. Soul. Kann ich das abbauen? Nee. Nicht. Ich werde euch um 23 Uhr auch verlassen. Das brauchen wir mit dem Hund zum Tierarzt. Ja, alles gut. Bis Ina Deutsche. Ah, alles gut. Ah, du bleibst draußen. Aber hier drin ist nichts Schlimmes. Hackbraten. Ah, hier machen wir leer. Hier machen wir leer. Potatoes, aha, aha. 4 Tücher, nehmen wir alles mit hier. Verkaufen wir alles. Meißel. Oh, ein Barrow-Messer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall so eine Art Einohr. Dachte beim Mobs erst der normale Körper. Ah, okay. Haben wir gute Besserung für den Kleinen, ne? Den, die? Männchen, Weibchen? Die Erzeugung. Ja, genau, dafür gibt es ja auch Spezialkräfte, ne? Die. Dann mal gute Besserung an die Kleine. Eieiei, wir sind da. Der Mega, was es hier gibt. Ah, aha. Max Storm. Du sprichst Sarahs Testament mit Frank Langston. Wir gucken uns das Testament mal an. Würde ich sagen. Notizen. Buchidee. Letzter Wille. Dies ist Senovs letzter Wille und Testament. Im wichtigsten Teil dieses umfangreichen Schriftstücks bestimmt sie Blake Elwell als ihren Haupterben. Anscheinend war er das uneheliche Kind von einem ihrer Söhne. Blake Elwell. Wer es sagt... Elias Cartwright. Ja, wir gehen zu Elias Cartwright. Du hast Hassanovs letzten Willen und Testament gefunden und daraus erfahren, dass noch ein Hassanov übrig ist. Blake Caldwell wurde angeheuert, das Testament zu Elias Cartwright zu bringen, aber Frank könnte sich auch dafür interessieren. Aber wir gehen, ich würde sagen, wir gehen zu Cartwright. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Dankeschön. Ina Deutsche. Ja, gute Nacht auf jeden Fall. So, what have we got? Animal, vegetable, or mineral? Einstellung wachsam, okay. Was ist das hier? Also das ist tot. Aluminium, hier noch irgendwas drin? Nee.
Oh, da ist noch eine Truhe. Würde ich gerne streicheln, aber das willst du wahrscheinlich nicht. Ist nichts drauf. Dann brauchen wir ja nicht zurückgehen. Gehen wir einfach hier runter. Vasco. Kanarienrohr. Hier noch Schönes, nix. Hier noch was Schönes. Mal reingehen. Mal hier. Und das war's dann auch schon. Ich will dich doch nur scannen. Richtig? Ah, hab dich. Die auch eine gute Nacht. Drück dich aus der Ferne. Denkt da an euch. Sehr lieb. Wir denken auch an deinen Hund. An deine Hündin, Entschuldigung. Ist das Heuschrecken da oder was? Ein bisschen was von der Heuschrecke da. Hoffentlich fühlt er sich nicht bedroht. Ich wollte ihn nämlich nur scannen. Hier ist nix. Cool. Sehr viel von nix. Das ist doch schön. Ach ja. Aber dieses Exploren auf dem Planeten, das ist schon ein bisschen zeitaufwendig dann, ey. Aufgaben erledigen. Ja, du kannst halt die Planeten halt zu 100% erkunden, indem du einfach die Fauna und sowas halt scannst. Okay, das ist schon gescannt. Ja, also die Fauna, Flora und die Ressourcen halt hier drauf und du kannst dann du könntest hier auch tatsächlich Basen hinbauen und das alles automatisch abbauen lassen beispielsweise. Also das kann schon helfen. Keep scanning. I'm sure there's something nearby. Ja, ich weiß, dass ich dann was finde. Danke. Zum Beispiel so ein bisschen Zeug, was wir dann noch verkaufen können. Das findet man dann auch was schön. Udon-Häppchen. Schön das Udon-Gefängnis. Aber wir werden jetzt trotzdem mal zurück zum Schiff gehen. Denn ich denke nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir hier irgendwo in der Fauna unterwegs waren. Das haben wir schon geplündert. Ja, haben wir schon gemacht hier. Und mit dem ganzen Zeug hier kannst du dann halt auch
deine Base bauen zum Beispiel, ne? Also mit Aluminium und sowas, das brauchst du dann auch, um die Forschungen weiterzumachen. Weil wir hier zum Beispiel mal gucken. Ich brauche ja hierfür Sachen. Ne? Also Polymer brauche ich jetzt noch. Ich muss mal gucken, das Polymer muss ich wahrscheinlich kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das herstellen kann. Kann ja mal gucken. Werkbank. Könnte ich das herstellen? Polytextil. Aber Polymer wüsste ich jetzt nicht, dass ich das irgendwo herstellen kann. Haben wir hier eine Waffenwerkbank, Anzugwerkbank, Schlagschrauber. Aber das war's halt auch schon, ne? Also. Den ganzen Kram hier können wir verkaufen. Hier muss nichts rumliegen. Können wir alles verkaufen. Ich erinnere mich gerne an Clean Desk. Wasserwaage. Ah ja. Mhm. You're carrying too many odds and ends. Time to let some. Psch. War schon wie voll, junge Dame. Spielbücher, eine Thermosflasche. Haben wir hier noch nix. Ein Medipack. Hier liegt einfach ein Medipack auf dem Boden, alles klar. So gehen wir also mit Sachen um, ja? Ach krass, hier haben wir noch mehr haben. Oh Gott, ich habe das alles gar nicht gesehen beim letzten Mal. Wie krass. In Desk. Ich kann sogar Sachen aufheben. Das wusste ich auch vorher nicht. Ah, da sind sie. Ja, okay, hier kann ich sogar eine Ausrüstung draufhängen. Was? Das ist ja voll gut. Ich will das mal ausprobieren. Warte, wo haben wir die Waffenwand? Da. Was haben wir denn so Schönes? Wir gucken mal. Waffen. Eine Grendel hätten wir. Der Urban Eagle. Die Rattler. Antipersonen. Das ist ja eine. Heißt sie? Wie heißen die noch? Stärster? Grendel. Genau, eine Grendel. Hier haben wir noch normale Grendel. Die haben wir auch alle drauf, ne? Also hier ist noch eine Maelstrom. Hier, das hier ist nochmal. Schafft. Das ist doch zugewiesen. Wieso konnte ich das eben nicht auswählen? Wo ist denn das drauf? Wie das? Wo ist die Grand? Wo? Hä? Versteh's nicht. Warte mal. Waffen. Marcel, moin! Moin, servus, moin. Weißt du, wie das ist? Die ist irgendwo... Er sagt, die ist zugewiesen. Ist sie gar nicht. Hä? Wo ist denn die bitte? Schauen wir die auf die 7. Mein doch, ich habe ein Scharfschützengewehr. Ist doch nicht das Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr? Nee. Doch. Wie geht's dir, Marcel? Okay, wir fliegen mal
Zurück. Aber... Mach ich mal alles weg. Sonstiges. Ich glaube... Auch wenn ich ab und zu auch Klebeband. Alles gebaut gerade an meinem Shop. An deinem Shop. An deinem Shop. Okay. Alles für den nicht schon offen? Ich bin der Meinung, der hat es so schon offen. Aber wir gucken mal hier. Können wir noch mal irgendwas machen hier? Da, den können wir mal voll machen hier. Da nicht, den nicht. Haben wir nicht. Wir haben kein Wasser. Ich hatte nur den Bassshop. Ach so. Ach, das. Ah, alles klar. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich hab einmal Gewürz. Geil. Jetzt bin ich wieder da. Perfekt. Die Dekoration wurde beendet. Dann haben wir auch das. Jetzt müssen wir erstmal das hier wieder... Ja, wir haben sogar alles soweit da, ne? Wir brauchen aber noch Außenposten Technik Rang 1. Aber ich brauche erstmal hierfür, ne? Rang 1, Anzugdesign, Waffen. Waffentechnik Rang 1. Ja, da müssen wir mal... Da muss ich mal ein bisschen in die Richtung gehen. Aber trotzdem, warte mal, ich bin mir da noch nicht sicher. Brauche ich nicht ab und zu auch Waffenwerkbank? Warte mal. Brauche ich nicht trotzdem irgendwie mal Klebeband? Ich bin mir da nicht sicher. Leistungsstark. Haben wir nicht. Klebstoff. Aber kein Klebeband. Klebstoff bräuchten wir. Ah, okay. Dichtmittel. Aber Dichtmittel bräuchten wir. Und Dichtmittel ist, glaube ich, unter Sonstiges, oder? Okay. Oder ist das eine Ressource? Nee. Keine. Okay. Das heißt, ich könnte alles, was Sonstiges ist, tatsächlich verkaufen. Das ist gut. Ah, komm, dann heben wir mal ab. Mal raus hier aus der Pampa. Pressure holding. Takeoff looks good. Mali, dein Mod-Schwert kannst du ruhig einstecken. Ich bin immer brav. Marcel auch. Orbital insertion completed. Der Marcel ist auch immer brav. Aquila, dann wollen wir nach Aquila. Wunderbärchen. Kein Stress ist guter Stress, ne? Funny how Aquila City reminds me of Neon, with the wealth planted in the middle and the poor at the periphery. Okay. Gehen wir zu Mr. Cartwright. Was ist mit ihrem Kopf gewesen hier? Ashtar are sometimes spotted by farms. That's why we only go out there. Ich weiß ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, wo hier wer war. Muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, hier war hier. Längs anwählen. Nein, das ist die falsche Seite. Hier ist falsch. Hier wollte ich nicht rein. Oh. Oh. Die geht komisch. Ich habe Angst vor ihr. Interested in? Du hast gar nichts gefunden. Du lügst. Die ist immer am Lügen, die Dame. Immer. Die hat noch nie was für mich gefunden und die wird mir auch nichts finden. Das weiß ich. Hallo Bürgerin. Like I said, be careful. I'd rather you forget. I wish my granddad was still with us. What happened to the Hassanovs never sat right with him. Ich hab Sahars Testament. You got it! That's wonderful! But Blake Aldwell... Let me think back. There was a Blake. Might be we can track him or any surviving kin down. I'll get my lawyer on this. Frank Langston's in for a rude surprise. And we can maybe see a Hassanov return back to the core. Das ist doch schön. Ja, ich bin froh, dass wir das richtig für They Hassanovs helped tun. make the Freestar Collective. If they have living heirs, well, it's more than I could have hoped for. You've more than earned this. You've done the city a great service. Ja, ich weiß. So nett bin ich. Es gibt immer wieder Menschen, die nur in den Chat reinkommen, um Stress zu machen. Bei Hubi oder Leon meine ich das, die nur Streit suchen. Ja, das ist aber überall so. Also sowas hat man immer wieder. Tatsächlich, also ich verstehe es auch nicht.